So, meine Lieben, ich grüße euch. Schön, dass du beim Lagerfeuer mit dabei bist. Lagerfeuer sind die Merkwürdigkeiten, die du im Internet finden kannst. Unheimliche Geschichten, die wahr sein können. Unheimliche Geschichten, die dich betreffen können, die vielleicht die ein oder anderen Dinge des Lebens dich anders bedenken lassen. Die erste Geschichte, die wir uns anhören, ist von Bobby. Bobby hat etwas erlebt, was du nicht erleben möchtest. Bobby hat Dinge gesehen, wo du, glaube ich, dein ganzes Leben noch lang zehren würdest. Es gab mal, es ist schon lange her, eine junge Frau, die sich Susan nannte. Sie wohnte damals in einem alten Haus, hoch oben auf einer Klippe. Sie hatte einen wundervollen Ausblick. Ein Ausblick, der wunderschön gewesen ist. Einen sehr schönen Ausblick. Sie konnte aus dem Fenster schauen und hatte einen Ausblick, den du dir selber gerne wünschen würdest. Es ist schon lange her gewesen, wo sie sich damals getrennt hat. Sie hatte eine perfekte Ehe. Es war alles richtig gut gewesen. Sehr gut gewesen. Irgendwann kam es dann zur Scheidung. Susan ließ sich scheiden. Es ist etwas ganz Schreckliches in ihrem Leben damals passiert. Sie hatte einen Sohn mit dem Namen Bobby. Und Bobby ist irgendwann ertrunken. Etwas, was Eltern in keiner Weise erleben möchten, dass ihr eigenes Kind ertrinkt. Seitdem ist Susan schwerst depressiv gewesen. Durch den Tod ihres Sohnes Bobby hat sie so sämtlichen Halt verloren. Der Verlust hat sie zu Boden zerstört. Und sie hatte selbst das Gefühl, nie wieder weitermachen zu können. Sie musste sich ablenken, lebte alleine in dem Haus auf den Klippen. Ihr Sohn ertrunken, die Ehe gescheitert. Susan hatte sehr viel Zeit. Susan hat leidenschaftlich gerne gelesen. Sie las verschiedene Bücher und begann, sich mit bestimmten Themen zu beschäftigen. Sie las Bücher über schwarze Magie, Okkultismus und Satanismus. Je mehr sie gelesen hat, umso mehr tauchte sie in diese Welt, in diese merkwürdige Welt hinein. Es war süchtig. Es war eine richtige Sucht, sagte sie. Sie hat verschiedene Bücher über Magie und Zaubersprüche gelesen. Und in einem Buch aus dem 18. Jahrhundert fand sie einen Spruch, der die Toten auferstehen lassen könnte. Sie wollte es. Sie wollte ihren Sohn Bobby zurück, der ertrunken ist. Es war ein Abend wie dieser. So ein Abend, wie du ihn jetzt hast, wo du mir zuhörst. Susan ging hin, holte sich einen Stift und malte auf dem Boden ihres Wohnzimmers ein Pentagramm. Sie zündete eine Menge schwarze Kerzen an, stellte sich selbst in die Mitte des Pentagrammes und las in der Nacht aus einem alten, satanischen Buch vor. Komm, erfülle meinen Wunsch und erfülle meine Befehle in Übereinstimmung mit meinem Willen, sagte sie. Ich beschwöre dich im Namen Satans, dem alles Böse gehorsam ist, unter welchem Namen die Erde stürzte, die Meere schwarz wurden und werden, der Boden sich erhebt und die Feuer erloschen sind und alle Herrscher im Himmel und in der Hölle erbeben.
Luzifer, Prinz der Finsternis, bring meinen Sohn zurück, der aus Versehen ertrunken ist. Gib ihn mir zurück, ich befehle es dir. So stand Susan im Wohnzimmer, den Tod ihres Kindes noch nicht hinter sich gelassen. Plötzlich passierte es. Irgendwas änderte sich. Sie ging hin und blies die Kerzen aus. Sie sank auf die Knie und begann fürchterlich zu weinen. Plötzlich, ganz plötzlich, ganz plötzlich ist alles um sie herum still geworden. Eine Geschichte, ein Erlebnis, was man nicht haben möchte. Es ist wie dieser Moment, wenn alles um dich herum ruhig wird. Du hörst nichts mehr. Wie am Tag, als wenn du den Verkehr auf einmal nicht mehr hörst, die Vögel nicht mehr zwitschern, es totale Stille ist. In dieser Stille passierte etwas, was sie nicht wollte. Vielleicht doch. Es kratzte an ihrer Türe vom Wohnzimmer. Leises und vorsichtiges Kratzen, wie es wenn eine Katze an der Tür kratzen würde. Aber Susan hatte keine Haustiere. Sie stand auf, ging ganz langsam und vorsichtig zu dieser Türe und lauschte. Das Kratzen wurde lauter. »Wer ist da? Wer ist da?« sagte Susan mit Tränen und Angst in den Augen. Eine lange Stille überkam sie. Und dann hörte sie eine Stimme flüstern: »Mama? Mama? Mama, bist du's?« Sie wusste nicht, wie sie reagieren sollte. Sie öffnete ganz langsam und geschockt die Türe. Und es stand ein kleiner Junge auf der Türschwelle. Er war nass und zitterte vor Kälte. »Bobby? Bobby? Bobby, bist du's? Bobby, du bist es wirklich?« Sie brachte ihn hinein, legte ein Handtuch um ihn, wollte ihn aufwärmen. Die Zähne von ihm klapperten vor Kälte und seine Hände zitterten. »Ich war so einsam. Bobby, ich war so einsam ohne dich. Bobby, wo warst du? Was ist passiert?« »Mama, Mama, ich kann mich an Wasser erinnern. Kaltes Wasser. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich wachte auf und ich konnte mich nicht mehr erinnern, wer ich war. Ich lief rum durch den Regen. Die Leute haben mich gefunden und haben mich aufgenommen. Ich wusste gar nicht mehr, ob ich tot oder lebendig war.« »Du lebst. Du lebst wirklich. Mama, Mama, war ich ein guter Junge? Mama, natürlich warst du ein guter Junge. Natürlich. Mama, hast du mich geliebt? Mama, hast du mich geliebt? Ich liebe dich, Schatz. Ich liebe dich über alles. Ich liebe dich über alles. Aus tiefstem meines Herzens. Mama, Mama, warst du nett zu mir? Mama, Schatz, natürlich. Du bist mein Alles. Bobby starrte sie an. Es war ein gemeiner, ein wütender Blick. Ein gehässiges Lachen lag auf seinem Gesicht. Mama,
Susan bekam Angst. Mama? Mama, ich möchte ein Spiel spielen. Spielen wir Verstecken? Plötzlich rannte er los. Er rannte die Treppe nach oben. Die Lichter im Haus gingen aus. Bobby, was tust du? Wo bist du? Keine Antwort. Es war einfach nur still. Bobby, hör auf damit! Ich möchte, dass du zurückkommst. Tu das deiner Mama nicht an, verdammt nochmal. Was soll das? In diesem Moment hörte sie die Stimme des Jungen aus der Dunkelheit. Mama, bist du nicht froh, dass die Lichter aus sind? So macht Spielen doch viel mehr Spaß. Das Lachen durchdrang das komplette Haus. Susan bekam richtig Panik. Du kannst dich im Dunkeln verletzen, Bobby, sagte Susan zu dem Kind. Susan ging ganz vorsichtig die Treppe nach oben und tastete sich durch die Dunkelheit. Als sie oben ankam, sah sie sich um und versuchte in der Dunkelheit etwas zu erkennen. Bobby, hör auf. Du machst mich sauer. Plötzlich, in dem gleichen Moment sprang die Tür auf. Bobby stand da und gackerte wie ein Wahnsinniger. In seiner Hand hatte er ein scharfes Küchenmesser. Mama, lass uns Verstecken spielen. Er lachte wie ein Verrückter. Susan wich ganz entsetzt zur Seite, stolperte und stürzte die Treppe hinunter. Als sie unten ankam, durch den Sturz, die Treppe hinunter, blickte sie nach oben und sah ihren Sohn mit dem Messer über den Kopf die Treppe herunterkommen. Stufe für Stufe kam er näher mit dem Messer. Mama, du hast gelogen, sagte er. Bobby ist nicht zufällig ertrunken. Das wusstest du. Denn du hast Bobby ertränkt. Weißt du warum? Er konnte es nämlich nicht ertragen, wie du ihn behandelt hattest. Und der hat sich einfach umgebracht, sagtest du. Der wollte einfach nur von dir weg. Ja, der wollte weg von dir. Ne? Mehr wollte Bobby nicht. Bobby wollte weg. Der fand dich schon immer schrecklich. Kannst du das einsehen? Bobby wollte nicht zurückkommen. Bobby hasst dich. Mami, Bobby hasst dich. Er wollte nicht zurückkommen, also hat er mich geschickt. Ja. Ist dir das nicht aufgefallen? Dass irgendwas nicht stimmt? Ist dir das nicht aufgefallen, dass ich nicht diesen Leberfleck im Gesicht habe wie der Bobby? Hast du gar nicht bemerkt, ne? So hast du dein Kind gekannt also. Du hast dein Kind nie entdeckt. Nie. Bobby war doch scheißegal für dich. Wann hast du mit Bobby gespielt? Wann hast du mit Bobby gelacht? Was hast du gemacht, wo Bobby sich verletzt hat im Garten? Was hast du getan, wenn er sich verletzt hat? Nichts, ne? Du hast den weinen lassen. Du hast deinen Scheiß weitergemacht. Verstehst du, dass Bobby dich hasst? Verstehst du, ne? Deswegen hat er mich geschickt. Ja, guckst du doof, ne? In diesem Moment, als das letzte Wort gesetzt wurde, gingen die Lichter im Haus an. Das Letzte, was sie gesehen hat, war die Handbewegung der Hand, wo das Messer drin gewesen ist.
Wie es weitergeht, ist ganz einfach. Es gibt eine Familie, die ein Kind verloren hat. Diese Familie kaufte sich Bücher über Satanismus und Okkultismus, malten ein Pentagramm ins Wohnzimmer auf den Boden, bis sie ein Kratzen an der Tür hörten. Und das Kratzen kam von Susan, mit Schmerzen in der Brust. Sie kam stellvertretend für das Kind, was sie nicht beachteten und was sich umgebracht hat. Solche Geschichten sind schrecklich. Solche Geschichten zeigen aber auch, wie tief die Seele sein kann. Frostraw, ich danke dir für Ehren 15 Euro Frostball. The Frostraw, ich danke dir für 15 Euro. Ganz liebes Dankeschön. Aber so schaut es letzten Endes aus. Wenn die Toten wiederkommen, kommen sie von sich in ihrer eigenen Funktion oder schicken sie vielleicht einen Boten, der ihre Botschaft übermittelt? Wir wissen es nicht. In keinster Art und Weise. Absolut gar nicht. Es gibt noch die Geschichte vom verrückten Stan. Kennen wir nicht alle diese Menschen, wo wir sagen, dass sie anders sind? Vielleicht sind diese Menschen noch gar nicht anders. Oder doch? Wir schauen mal rein. Der verrückte Stan. Wo es mit anfängt, es ist ganz am Anfang. Es sind zwei Jungen mal damals gewesen, Billy und Richie. Meistens fangen Geschichten mit Menschen an, die sich kennen. Meistens sind es Freunde oder Familien, aber wir reden hier von zwei Jungen namens Billy und Richie und dessen Eltern über Nacht mal weggegangen sind und sie mit einem Babysitter alleine gewesen sind. Dieser Babysitter musste öfters kommen, weil sie noch nicht in dem Alter der Eltern gewesen sind, wo man sie alleine lassen wollte. Wir hatten diesmal hier eine Babysitterin, Agnes. Der Name Agnes, weit verbreitet. Aber die Jungs hassten Agnes. Sie kam mit Agnes nie klar. Agnes war dieser Inbegriff von Babysitter, den du nicht haben möchtest. Wow. Aber Billy und Richie mussten damit klarkommen, denn die Eltern hatten Agnes arrangiert, heute da zu sein. Sie nannten sie Nilpferd. Und die stinkt. Und nach Kippen riecht die auch. Agnes ist eklig. Die nannten sie immer das rauchende Nilpferd. Sie sagten auch, dass sie vielleicht besser in der Garage leben sollte. Und dann noch diese Jogginghose, die sie anhat, ist nicht vorteilhaft. Die beiden waren nur am Lästern über die. Die könnte jeden Moment platzen. Die Jungs waren schon sehr gehässig zu Agnes. So war Agnes natürlich auch. Immer wenn es am schönsten war, kam Agnes und sagte, Zeit fürs Bett. Das passierte meistens, nachdem die Eltern gegangen waren. Wo eigentlich man denkt, jetzt können wir noch aufbleiben mit der Babysitterin, aber Agnes war dann immer so, weil sie diese Sprüche nicht mochte, sagte sie immer, wenn die Eltern rausgegangen sind, ab ins Bett. Aber unsere Eltern erlauben uns immer bis um 11 wach zu bleiben, hat Billy damals gesagt. Weißt du was? Sagte Agnes. Deine Eltern sind nicht da. Ich habe hier das Sagen. Und was ich sage, gilt. Ab ins Bett. Als Babysitterin bist du scheiße, Agnes, hat Rich gesagt damals. Und ihr seid ekelige Kids. Ihr seid stinkerotze faul, hat Agnes gesagt. Die beiden Jungs sind standhaft geblieben und weigerten sich, auch nur annähernd ins Zimmer zu gehen. Also gut, sagte Agnes.
Wenn ihr euch weigert, nicht ins Bett zu gehen, habe ich eine kleine Überraschung für euch. Grinste. Vielleicht etwas, um euch aufzuheitern? Was denn? Haben die beiden Jungs gesagt. Eine gute Nachtgeschichte. Eine beängstigende. Habt ihr Angst vor, ne? Agnes setzte so eine ironische Miene auf. Glaubst du, wir sind Kinder oder was? Natürlich. Glaubst du, wir haben Angst vor Gruselgeschichten? Agnes stand auf und hat das Licht ausgestellt. Als sie sich wieder hinsetzte, ächzte die Couch. Die Kinder lachten. Die beiden Jungen saßen ihr gegenüber im Schneidersitz auf dem Boden und betrachteten sie. Sie wollten letzten Endes natürlich wissen, wie es jetzt weitergeht. Sie sagte, okay, lasst uns starten. Ich weiß aber nicht, ob ihr die Geschichte in irgendeiner Weise vielleicht beängstigend findet. Ich fange an, sagte Agnes. In manchen Städten? Einer der Jungs sagte, mein Gott, ist das schlecht. Agnes sagte nur, halt deinen Mund. Hör meiner Geschichte zu. In manchen Städten schließen die Leute nachts ihre Türen nicht ab. Aber in dieser Stadt geht auch niemand nachts ins Bett, ohne sicherzustellen, dass die Türen und Fenster überhaupt richtig verschlossen sind. Wisst ihr, das hat einen guten Grund. Es ist wegen Madman, dem Madman Stan. Niemand weiß, woher er kommt oder wo er lebt. Aber er soll auf einem Friedhof leben und angeblich in der Nähe der Grabsteine schlafen. Madman Stan gibt sich irgendwie nie zufrieden. Er mag kleine Jungs und kleine Mädchen, heißt es. Aber am meisten mag er kleine Jungs. Sie sind sein Favorit. Er bringt seine Opfer auf den Friedhof zurück. Man spricht nicht drüber. Man spricht auch nicht drüber, was er dann macht. Aber vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Man sagt aber, dass man in der Nähe des Friedhofes nachts die Schreie der Kinder hören würde. Die Kinder werden nie wieder gesehen. Schreckliche Schreie sind zu hören. Viele Leute haben spät in der Nacht ihn mal gesehen, wie er von Haus zu Haus geht, jedes Fenster überprüft und jede Tür ausprobiert, ob er hineinkommt. Er sucht bis heute noch nach Türen, die nicht verschlossen sind. Und wenn er eine findet, geht er hinein. Deshalb schließt jeder seine Türen zu. Nun, wie ich sagte, Zeit fürs Bett. Hä? Wie jetzt? Das alles? Die Geschichte ist scheiße. Die ist richtig scheiße. Agnes lachte. Du bist so dumm. Du hast recht, es ist keine Geschichte, sagte Agnes. Es ist eine Warnung. Ich möchte, dass du sofort ins Bett gehst, ihr beide. Und wenn ich auch nur ein Piepsen von euch höre, schließe ich die Haustür auf, damit Madman Stan einsteigen kann. 10 Minuten später lagen die kleinen Jungs im Bett hellwach und starrten an die Decke. Der Raum völlig dunkel. Rich sagte, das ist doch nicht wahr, oder? Das ist doch nicht wahr. Natürlich nicht, hat Billy gesagt. Natürlich nicht. Die wird uns nur Angst machen, die Zicke. Ganz plötzlich flog die Schlafzimmertür der Jungs auf. Die Jungs sprangen fast aus dem Bett raus. Agnes stand in der Tür. Was habe ich über das Reden gesagt? Ich habe gesagt, ihr sollt ruhig sein. Für den Scheiß werde ich die Haustüre aufsperren. Sie knallte die Tür zu und ließ die Jungen wieder im Dunkeln. Sie lagen im Bett, zitterten vor Angst und umklammerten ihre Kissen.
Sie lauschten den schweren Schritten, die Agnes nach unten ging. »Ist deine Schuld, Billy! Warum musstest du gehen und deine große Fresse aufmachen?« »Tut mir leid.« »Jetzt ist sie weg und hat die Tür aufgeschlossen, verdammt! Du hast gesagt, du glaubst nicht an Madman Stan.« »Ja, glaub auch nicht. Wovor hast du dann Angst?« Es ist nur, halt die Klappe, bevor sie zurückkommt.« Die Jungs lagen schweigend in ihren Betten und starrten zur Decke hoch. Sie versuchten einzuschlafen, konnten sich aber nicht entspannen. Nicht bei geöffneter Haustür. Alles, woran sie denken konnten, war Madman Stan. Um sie zu holen und sie auf den Friedhof zu schleppen, wo er unaussprechliche Dinge machen würde. Billy stand auf. Sein Herz schlug immer schneller. Er öffnete die Schlafzimmertür, spähte durch den Spalt hinaus. Alles ruhig. »Wo gehst du hin?« hat Rich gefragt. »Ich werde die Haustür abschließen«, hat Billy gesagt. Er schlich durch den Flur so leise wie möglich die Treppe hinunter. Als er unten ankam, ging er auf Zehenspitzen und überprüfte, ob die Haustür abgeschlossen ist. Sie war verschlossen. Agnes hat gelogen. Sie hat die Haustür nicht aufgeschlossen. Billy schlich auf allen Vieren ganz langsam weiter. Als er im Wohnzimmer ankam, spähte er hinein. Das Fenster war offen. Agnes lag auf der Couch. Er konnte ihren Hintern sehen, der wie ein rosa Hügel aussah, wie ein gestrandeter Wal, wie er sagte. Er schlich sich nach vorne, bis er ihr Gesicht sehen konnte. Ihre Augen waren geschlossen, ihr Mund stand offen, sie gab keinen Laut von sich. Sie bewegte sich nicht. Er konnte nicht mal sagen, ob sie schlief oder tot war. 2 Stunden später oder noch länger wurden die Jungs durch das Klopfen an ihrer Zimmertür wieder geweckt, nachdem sie in ihrem Zimmer wieder gewesen sind. Die Tür sprang auf und sie stießen einen entsetzlichen Schrei aus. Ihr Vater stand in der Tür und legte den Lichtschalter um. »Es ist in Ordnung.« »Sie sind hier«, sagte er. Ihre Mutter tauchte auch in der Tür auf und atmete erleichtert auf. »Was ist los?« Als wir nach Hause kamen, stand die Tür spreeangelweit offen. »Ja, wo ist denn der Babysitter eigentlich?« fragte sie. »Von Agnes ist nichts zu sehen.« »Aber die kann doch nicht einfach abhauen. Wo ist sie denn hin? Kinder, wisst ihr, wo Agnes hin ist?« »Nein. Vielleicht hat Madman Stan sie erwischt?« Billy sah zu seinen Eltern auf und nickte. Der verrückte Stan muss sie erwischt haben. Agnes wurde nie wieder gesehen. Man hat lange noch Suchanzeigen nach ihr aufgegeben. Die Polizei hat nach ihr gefahndet. Man hat sie ungefähr ein halbes Jahr später auf dem Friedhof wiedergefunden, zwischen 2 Gräbern, versteckt in verlassenen Gräbern, wo sie lag. Keiner weiß bis heute, ob sie sich selber umgebracht hat oder ob diese Geschichte von Madman Stan wirklich passiert ist. Ob es Madman Stan gibt, kannst du selber ausprobieren, indem du nachts einfach deine Tür auflässt oder ein Fenster, wenn du im Erdgeschoss lebst, um zu schauen, wo du wach wirst. Nur ich möchte dich warnen, wenn du es rausgefunden hast, wirst du uns leider nicht von berichten können, denn das war das letzte Mal, dass man dich gesehen hat. Viele Kinder haben in dem Alter Puppen. Komische Puppen, lustige Puppen, Puppen, mit denen man gerne spielt. Entweder hast du die Puppen oder du magst sie. Entweder machen sie dir Angst oder sie machen dir keine Angst, diese Puppen, das musst du frei entscheiden. Die Geschichte handelt von Iskra. Iskra war eine sogenannte Puppendame. Und davon handelt diese Geschichte.
Ich weiß nur, dass das Dorf, wo ich damals lebte, relativ klein war. Und wir hatten nicht viel Geld damals. Wir hatten frisches Wasser und hatten auch genug zum Essen, aber sonst hatten wir nichts. Die Jungen im Dorf hatten Holzspielzeuge, Karren, Pferde und Soldaten zum Spielen, die von unseren Vätern mit liebevoller Handarbeit geschnitzt worden sind. Aber jedes kleine Mädchen hatte eine schöne Puppe. Iskra hat dafür gesorgt. Iskras Mann war der Bauer und der reichste Mann im Dorf gewesen, bis er einen Herzinfarkt bekam. Iskra hatte noch nie ein Kind selbst zur Welt gebracht, aber sie liebte die Kinder des Dorfes, als wäre sie ihre eigenen. Am 6. Geburtstag, immer wenn ein Kind in dem Dorf Geburtstag hatte, das 6. Lebensjahr erreichte, schenkte Iskra dort diesem Kind eine schöne Puppe. Die Puppen waren von allerbester Qualität. Sie wurden in einer weit entfernten Stadt gekauft und die Kleider wurden von ihr liebevoll selbst hergestellt. Die Mädchen liebten ihre Puppen und sie liebten Iskra. Das war viele Jahre so gewesen. Aber das sollte so niemals bleiben. An ihrem 6. Geburtstag erhielt die kleine Klavdia ihre Puppe. Sie war jetzt auch 6, die Kleine. Ihre Puppe hatte ein grünes Kleid und große Glasaugen. Sie nahm ihre Puppe überall hin mit, wie die meisten Mädchen dort auch. Kaum eine Woche nach ihrem Geburtstag spielten sie auf den Feldern, als die kleine Klavdia zusammenbrach. Damals, weiß ich noch, wurde sie relativ schnell von den Eltern zum Arzt gebracht. Der Arzt sagte damals, dass sie sehr hohes, starkes Fieber haben würde. Denn innerhalb weniger Tage forderte das Fieber ihr Leben. Und das kleine Mädchen kurz nach ihrem Geburtstag verstarb. Bevor die Nachricht von ihrem Tod bekannt wurde, rannte Klavdias Mutter zu Iskras Haus und warf die Puppe gegen die Tür. Sie schrie und jammerte und kreischte. Sie sagte, es sei die Puppe gewesen, die ihre Tochter krank gemacht hat. Iskra hat sie wohl mit einem bösen Fluch belegt. Iskra öffnete die Tür und begann zu weinen. Sie war unheimlich aufgebracht über die Anschuldigung über sie. Klavdias Mutter wurde von ihrem Mann abgeführt, reingebracht. Alle Leute im Dorf waren sich einig, dass sie von der Trauer überwältigt war und ihre Wut an Iskra wohl auslassen wollte. Ich damals, ich weiß noch, als wenn es heute war, bemerkte, dass einige der Erwachsenen von da an weniger freundlich zu Iskra gewesen sind. Trotz allem, was sie uns erzählt hat. Ein paar Monate vergingen und der Geburtstag meiner Schwester Nika rückte näher. Iskra war schon einige Tage nicht gesehen worden und als der Geburtstag meiner Schwester kam, wussten wir warum. Iskra schenkte ihr die schönste Puppe, die ich je gesehen hatte. Sie hatte riesig blaue Augen und sie hatte ein aufwendiges blaues Kleid dafür angefertigt. Es schien, als wollte Iskra die Ängste des Dorfes zerstreuen und zeigen, dass sie doch ein guter Mensch war. Die Puppe, für die sie so viel Zeit und Mühe aufgewendet hatte, war wohl die Art, es zu beweisen. Genau 2 Wochen nach ihrem Geburtstag starb meine Schwester Nika an Fieber. Mein Vater damals war von Kummer komplett zerstört. Komplett fertig. 2 volle Tage saß er drin, hielt nur die kleine Puppe des Kindes in der Hand und weinte. Dann ging er zu Iskra. Es war so, als würde man sich die Mutter des ersten Kindes nochmal anschauen. Mein Vater kreischte, fluchte und spuckte sie ins Gesicht. Er schlug die Puppe gegen Iskras Tür und schrie, sie sei eine Hexe. Sie hat die Puppe verflucht und ihr Kind sterben lassen und andere Kinder. Iskra weinte und versuchte, ihre Unschuld zu beteuern. Aber das stieß auf taube Ohren. Nach ein paar Minuten wurde mein Vater von Männern weggezerrt und Iskra ging wie zuvor in ihr Haus zurück. Diesmal war es aber noch nicht zu Ende. Einer nach dem anderen, die Dorfbewohner kamen und stellten die Puppen, die Iskra ihnen gegeben hatte, vor ihre Tür. Ich erinnerte mich, sie entsetzt gesehen zu haben, ein Riesenhaufen von Puppen vor ihrer Tür lag. Geschenke im Wert von 20 Jahren wurden zurückgegeben. Wir haben aber nie gesehen, wie Iskra sie hineingebracht hat.
aber am nächsten Tag waren sie weg. Iskra wurde nie wieder gesehen, auch nicht, wie sie ihr Haus verließ. Manchmal erblicke ich ihr Gesicht in einem Fenster, wenn sie draußen die spielenden Kinder anstarrt. Ihr Gesicht blass und hager, und die Augen waren vom Wein rot und aufgequollen. Sie sah aus wie die Verkörperung des Wahnsinns. Schließlich sahen wir ihr Gesicht gar nicht mehr und Iskra, die Puppendame, war fast vergessen. Die Jahre vergingen und ich verließ das Dorf damals. Manchmal dachte ich noch an Iskra mit ihren starken roten Augen und hatte Mitleid mit ihr. Ich habe nie wirklich geglaubt, dass sie jemand verletzt hat. Ich dachte, es sei vielleicht ein Zufall oder einfach Unrecht, ein abergläubischer Humbug, den man ihr angetan hat, weil man einen Sündenbock suchte, warum die Kinder an Fieber erkrankten. Ich glaub's heute noch. Eines Sommers erhielt ich einen Brief von meinem Vater. Der Dorfbrunnen war versiegt und die verbliebenen Leute verließen das Dorf, um eine nahegelegene Stadt zu erreichen, wo wieder Brunnenwasser war. Ich ging zurück, um meinem Vater beim Transport der Sachen zu helfen und sah das Dorf ein letztes Mal. Als wir seine Habseligkeiten in den Karren packten, schaute ich zu Iskras Haus hinüber. Das Dach voller Löcher. Die Fenster waren gesprungen und eingestürzt. Ich fragte meinen Vater, was aus Iskra geworden sei. Er sagte, er wisse es nicht und es sei mir auch scheißegal. Sie war seit dem Tag, an dem alle die Puppen vors Haus legten, nie wieder richtig gesehen worden. War Iskra tot? Ist ihre Leiche vielleicht im Haus noch? Niemand wusste es. Ich fühlte eine seltsame Traurigkeit und einen Verlust irgendwie. Obwohl die Sonne unterging und das Licht verblasste, machte ich mich auf dem Weg nochmal zu Iskras Haus. Mein Vater forderte mich auf, aufzuhören und sagte, es sei sinnlos, hineinzugehen. Ich habe nicht auf ihn gehört. Ich musste wissen, was mit Iskra passiert war, vielleicht sogar ihre Überreste noch begraben, wenn sie das wollen würde. Oder wenn es nötig wäre. Ich fühlte mich irgendwie verantwortlich, als hätte ich mich zu ihrer Verteidigung irgendwie nochmal da blicken lassen wollen. Aber wer hat damals auf mich gehört? Niemand, ich war ein Kind. Die Tür zu Iskras Haus öffnete sich mit einem kräftigen Stoß von mir. Drinnen war es ziemlich dunkel. Ich konnte eine Staubschicht und Spinnweben erkennen, die alles bedeckten. Es roch schwach nach verfaultem Fleisch, aber außer ein paar Stühlen und einem Herd gab es irgendwie nichts Interessantes. Der Geruch wurde stärker und als ich die Treppe hinaufstieg, merkte ich es. Ich bekam Angst, als mich Iskras staubbedecktes Bett irgendwie immer mehr erwartete. Hier waren lange Zeit keine Menschen mehr. Und auch vielleicht ihre Überreste. Vielleicht ist sie krank geworden und im Bett gestorben, genau wie die anderen Kinder. Ich war mir dessen sicher. Als ich mich mit dem Weg in dem Haus näherte, den ich entlang lief, es war ein größeres Haus, näherte ich mich dem Bett und mir wurde klar, dass es leer war. Von Iskra war keine Spur. Vielleicht hatte sie das Dorf verlassen, vielleicht hat sie sich nachts herausgeschlichen, dass niemand mal schaute. Ich drehte mich um, nach unten zu gehen, als ich zufällig eine Leiter bemerkte, die zum Dachboden führte. Ich sah hinauf und konnte sehen, dass die Falltür geschlossen war. Ich testete, ob die Leiter stabil war und kletterte hinauf. Die Falltüre ließ sich leicht öffnen. Auf dem Dachboden war der Geruch noch schlimmer. Die letzten Sonnenstrahlen kamen durch das löcherige Dach hinein, und als ich mich umsah, fing mein Herz an zu schlagen. Ich konnte kleine Gesichter erkennen, die auf dem Dachboden verstreut waren. Aber nach einem Moment wurde mir klar, dass es nur die Puppen von Iskra gewesen sind, die man ihr vor das Haus legte. Es war ein schrecklicher Anblick. Kleine Augen, die dich anschauten. Alle Puppen, die Iskra jemals hergestellt und verschenkt hatte, wurden hier aufbewahrt. Als ich durch den Raum ging, konnte ich sie deutlich erkennen. Die Jahre waren zu erkennen bei den Puppen. Sie waren rissig und beschädigt und ihre Kleider waren vom Regen befleckt. Ich fing an, irgendwie Angst zu bekommen. Ich machte ein paar weitere Schritte in den Raum und sah, wie sich aus den Augenwinkeln etwas bewegte. Ich drehte mich rum, aber es war nichts. Ich ging einen Schritt weiter und irgendwie passierte es schon wieder. Ich sah eine Bewegung.
Dann glaubte ich, eine geflüsterte Stimme zu hören und bekam Angst. Ich beschloss, das Haus zu verlassen und zu meinem Vater zurückzukehren. Ich drehte mich wieder zur Leiter und war überrascht, Iskra vor mir stehen zu sehen. Sie sah nicht mehr menschlich aus. Sie erinnerte mich an irgendetwas Verwestes mit großen, starren Augen. Sie schrie mir ins Gesicht, es war ein unmenschliches Kreischen, das mich bis ins tiefste Mark erschütterte. Ich schrie und kletterte an ihr vorbei, die Leiter hinunter, die Treppe hinab und aus der Tür rausgerannt. Als ich aus dem Haus rannte, konnte ich immer noch ihr kreischendes und kicherndes Lächeln und Lachen hören. Schließlich gelang es mir, meinem Vater das zu erzählen, was ich gesehen hatte. Er sagte, es sei Iskras Strafe dafür, dass sie die Kinder getötet habe. Sie ist nun zwischen Leben und Tod gefangen. Ich bin immer noch überzeugt, dass das, was ich erlebte, wahr war. Ich höre heute noch das wahnsinnige Gelächter. Ich sehe heute noch das Lächeln in ihrem Gesicht, der ausgetrocknete Schal auf ihrer fahlen Haut. Ich frage mich, ob sie von den falschen Anschuldigungen einfach nur in den Wahnsinn getrieben wurde und damit auch den Tod betrogen hatte, um sich eines Tages an denen zu rächen, die ihr Unheil getan haben. Oder vielleicht bin ich einfach so paranoid und töricht wie diejenigen, die vor all den Jahren ihr vorgeworfen haben, verfluchtes Spielzeug zu verschenken. Ich weiß nur mit Sicherheit, was ich mit eigenen Augen gesehen habe. Eine Kreatur, die schon lange hätte tot sein sollen, aber irgendwie lebendig war. Jetzt weiß ich, wo ich erwachsen bin und selbst Kinder habe, dass ich sie nicht mit Puppen spielen lassen werde. Wir haben bald Weihnachten. Weihnachten bekommen wir Geschenke. Und meist wissen wir gar nicht, was in diesen Geschenken drin ist. Du solltest genau überlegen, wenn dir jemand eine Puppe schenkt, was das für eine Puppe ist. Vielleicht ist dieses Geschenk von niemandem, den du kennst. Vielleicht ist es für dein Kind, was 6 Jahre geworden ist. Und wenn du einen Zettel mit dem Namen »Herzlichen Glückwunsch zu deinem 6. Geburtstag« in liebe Iskra findest, dann weißt du, dass sie immer noch in ihrem Haus ist, mit dem kaputten Dach und den Puppen auf dem Dachboden. Denn sie hat 200 Puppen oben liegen, die sie für Weihnachten verschicken möchte. Und die Geschichte wird nie enden. Das ist Iskra. Und bald haben wir Weihnachten. Wir haben schon wieder 23 Uhr. Unser Lagerfeuer ist beendet. Ich hoffe, ihr könnt gut schlafen und ihr lasst vielleicht heute Nacht, um zu überprüfen, ob Midnight Stan existiert. Wenn ihr die Möglichkeit habt und die Tür oder das Fenster offen lasst, könnt ihr mir morgen von berichten. Und ich weiß, du wirst mir nicht berichten können, denn wenn er gekommen ist, werden wir uns nicht mehr sehen. Ich wünsche euch eine wundervolle Nacht und danke für den schönen Tag, danke für die Subs und für die Donations auch nochmal von Frostwar vorhin und von Schwabi und allen anderen. Ich hoffe, ihr schlaft gut. Wir sehen uns morgen um 12 Uhr wieder. Küsse gehen raus. Bis morgen. Gruselige gute Nacht.